have positions that are on the border between reality and fiction. Was ist eigentlich real? Was ist Fläche? Was ist Raum? Sie stellen Fragen an uns, sie geben uns Bilderrätsel auf. Between facts and illusion, we have an underlying theme of how artists are dealing with space and environment and perception. In all diesen Bereichen kann man eigentlich sehen, dass Perspektivverschiebungen stattfinden, Bilder manipuliert werden. Lucas Folia has taken the theme of the American West, cowboys, cattle, farms, guns, and he's questioning how different the people in those regions live their lives today. When his father-in-law passed away, Klaus found a small, simple, throwaway camera that the film had not been developed yet. And we've created a room of what Ziggy could have been. Anouk Stekete traveled for 5 years through theme parks throughout the world. She went to Iraq, Lebanon, Colombia. No matter where you are in the world, you would like to have an escape to enjoy a place with your family. Sanaz Mazanani developed a new picture language in her work. She multiplies small images from the internet that she combines to form a complete new pattern. Katrin Sonntag has been commissioned to make a new production. She is experiencing a place. Visitors have the chance to come into this room. They're confronted with reality, but they're also confronted with maybe something that's been photographed before, but it's still in the same room. In der zentralen Halle des MMK begegnet uns als erstes 2 monumentale Edelstahlskulpturen, Nudging Particles von Simon Starling. Bei diesen Skulpturen handelt es sich um 1 Millionenfach vergrößerte Silberpartikel aus einer historischen Silbergelatine-Fotografie. Sie zeigt chinesische Gastarbeiter vor einer Schuhfabrik. Simon Starling extrahiert Silberpartikel aus dieser Fotografie und lässt sie dann im heutigen China zu monumentalen Edelstahlskulpturen fertigen. David Claerbaut führt uns von einem paradiesartigen Zehntgarten in eine winzig kleine Wohnung und von dort aus weiter in die slumartigen Hochhaussiedlungen in Hongkong. In dieser Arbeit ist dem Betrachter nicht mehr klar, was ist Bild, was ist Raum, was ist realer Raum und was ist computergenerierter Raum. Miguel Rio Branco öffnet mit seiner Arbeit die Bilder, die wir im Kopf haben. Zwischen 2 Augenpaaren rechts und links erscheinen sehr suggestive Bilder, Bilder aus der Unterwasserwelt, Tierwelt, Wüstenlandschaften und all das führt uns auf eine Reise voller Fantasie. Für das Werk This is What Hatred Did wurde Demidel inspiriert von einer Kurzgeschichtensammlung My Life in the Bush of Ghosts. Diese Geschichte erzählt die Geschichte eines 5-jährigen Jungen, der in den Busch gelangt und dort magische Geschichten voller surrealer Aspekte erfährt. Das Bewegtbild bestimmt ja in hohem Maße heutzutage unsere Kommunikation. Da ist es hier für das Museum Angewandte Kunst natürlich in dem Moment interessant, wo Dingwelten oder Objekthaftigkeit einen starken Hintergrund bildet. Da ließe sich dann auch eine Neuproduktion von Barbara Breitenfelder nennen, die einen chinesischen Hund aus dem 18. Jahrhundert sozusagen mitverwendet. Ich mache große Rauminstallationen, die sich aber auf Texte beziehen, die eigentlich meine Traumnotizen sind. Und hier realisiere ich den Traum einer Installation aus einem Hund und verschiedenen schiefen Ebenen. Wir stehen hier mitten im Raum der Installation Sputnik von Joan von Kuberta. Es geht dabei um die Geschichte des russischen Kosmonauten Iwan Istovnikow. Dokumente aus der Zeit von damals, Porträts des Astronauten gemischt mit kleinen Zeichnungen und Skizzen. Das Prinzip ist, dass es Montagen sind, Bilder, die aus so 50 bis 100 Stücken zusammengesetzt sind. Und das Material ist von mir selber fotografiert, übrigens auch analog. Die Dystopien waren nicht zu verorten, während die allerneueste Arbeitsgruppe sich um einen bestimmten Ort kümmert.
Wolfgang Zurborns Arbeit beschäftigt sich mit Ausschnitten aus der Wirklichkeit. Was ist jetzt ein echtes Element und was ist gemalt? Die Perspektiven stimmen auch gar nicht. Und das ist bei Zurborn immer sehr spannend rauszudekodieren, wo die Perspektive überhaupt ist. One of the things that I found here and I found fascinating is this collection of over 400 photographs made by Max von Cornelius in 1898 during his travel around the world. We are working on a project called IMAGINE REALITY, and finally we have achieved it.